Hi zu Lucky Recipes! Heute kochen wir für euch ein mildes Hühnercurry für Groß und Klein und zwar Chicken Pasanda. Dieses liebliche Curry mit butterzarter Hähnchenbrust in einer aromatischen Nuss-Safransoße zergeht auf der Zunge. Es ist ein beliebter Klassiker aus dem indischen oder pakistanischen Restaurant. Schneidet das Huhn in sehr dünne Streifen. Ich lasse mir dabei von Robi zur Hand gehen. Pasanda kommt aus der Urdu-Sprache und bedeutet so viel wie Favorit und bezieht sich darauf, dass mit einem erlesenen Stück Fleisch, dem Filet, gekocht wird. Legt es dann für 1 bis 2 Stunden in einer einfachen Marinade aus Joghurt, Kurkuma, Garam Masala und Salz ein. Der Joghurt ist ein Fleischzartmacher und wird daher häufig im indischen Subkontinent für Fleischmarinaden verwendet. Das Fleisch ist jetzt von der Marinade gleichmäßig ummantelt und wandert abgedeckt in den Kühlschrank. Stellt es etwa eine halbe Stunde vor Kochbeginn wieder heraus. Die Soße besteht aus verschiedenen Komponenten. Hier stellen wir uns einen Safranjoghurt her, der später die Soße verfeinert. Umso länger der Safran zieht, desto kräftiger seine Farbe und das Aroma. Die Pasanda-Soße schmeckt angenehm süßlich, deshalb haben wir so viel Zucker dazu gegeben, damit es wie aus dem Restaurant schmeckt. Die nächste wichtige Komponente der Soße sind Kokos und Mandeln, die ohne Fett leicht geröstet werden. Am besten zuerst die Kokosflocken und dann die gemahlenen Mandeln bei Resthitze mitrösten, bis sie leicht Farbe annehmen. Die geben der Soße nicht nur eine tolle, reichhaltige Textur, sondern unterstreichen den milden Charakter des Gerichts. Daraus stellen wir uns nun eine Paste mit einer bereits gehäuteten Tomate her. Nehmt ruhig eine frische Tomate, da Dosentomaten zu kräftig im Geschmack und in der Farbe sind. Gebt noch einen Schuss Wasser dazu und püriert eure Paste. Die Konsistenz sollte dickflüssig sein und in etwa so aussehen. Zum Garnieren brauchen wir später noch ein paar geröstete, gehobelte Mandeln und nachdem wir unsere Zwiebeln möglichst fein geschnitten haben, können wir uns schon ans Kochen machen. Der typische Geschmack von Pasanda, einer Spezialität aus der Mughlai-Küche, wird durch das buttrige, nussige Aroma von Ghee hervorgehoben. Darin werden Kreuzkümmel, Kardamom und Zimt angebraten, bis sie aromatisch duften. Das dauert ca. 1 Minute. Dann kommen die Zwiebeln dazu und werden ca. 8 bis 10 Minuten gebraten, bis sie ganz weich sind und beginnen zu bräunen. Dann kommt unsere allseits bekannte Ingwer-Knoblauchpaste dazu. Die stellen wir uns immer auf Vorrat her. Bratet sie so lange, bis sie nicht mehr roh riecht. Jetzt kommen unsere Pulvergewürze dazu. Gerade bei Chicken Pasanda ist es wichtig, dass man sie nicht überdosiert, damit man die korrekte Farbe erhält. Oftmals haben indische Gerichte einen unverkennbaren Farbcode. Chicken Pasanda sollte eine helle gelb-beige Farbe haben. Selbst unsere Teelöffelangaben können bei euch unterschiedlich ausfallen, deshalb orientiert euch an der Farbe der Soße. Gebt jetzt die Nusspaste und Salz hinzu und vermengt sie gut mit dem Rest. Sollte die Paste zu dick sein, gebt einen Schuss Wasser hinzu. Lasst sie braten, bis die Paste glänzt und das Öl an den Seiten hervortritt. Fügt nun die marinierten Hähnchenstücke hinzu und bratet sie 1 Minute in der Paste. Wir haben hier übrigens nur die halbe Menge gekocht. Unten in der Beschreibung findet ihr die Mengenangaben für 4 Personen. Jetzt drehen wir den Herd auf niedrige Stufe und lassen das Fleisch für nur 5 Minuten abgedeckt vor sich hin blubbern. Es soll nicht zu stark kochen. Seht ihr, unseren Safranjoghurt haben wir jetzt über 1 Stunde ziehen lassen. Umso länger er zieht, desto kräftiger wird die Farbe. Man kann jetzt schön sehen, wie der Safran immer noch sich auflöst. Rührt euren Safranjoghurt unter und lasst die Soße weiter auf kleinster Hitze 3 bis 4 Minuten sanft köcheln. Danach solltet ihr das Pasanda nicht zu lange im Topf lassen, da das Fleisch auch bei Resthitze des Topfes weitergart. Und Hühnerbrust, das wisst ihr ja, wird durch zu langes Garen trocken. Am besten ihr füllt es bis zum Servieren in einen anderen Topf und haltet es bei Stufe 1 warm. Besonders gut schmeckt das Fleisch, wenn es einfach 5 Minuten in der Soße liegen bleibt.
Garniert euer Chicken Passanda mit den gerösteten Mandeln und frischem Koriander. Damit setzt ihr nicht nur einen tollen Farbakzent, sondern schafft eine weitere Ebene an Textur. Schaut euch das Endergebnis an. Mit unserer Anleitung könnt ihr das genauso nachkochen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!